Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Gold steigt bis Mitte 2023 auf 2300 $. Disclaimer. Gold steigt bis Mitte 2023 in Richtung 2300 $. Gold stieg im Jahr 2020 um 40%. Vermutlich wird es jetzt einen 1 bis 2 monatigen Kampf um die Marke von 2000 $ geben, bevor Gold dann bis circa Mitte des Jahres auf 2300 $, also 1600 $ hier vom September-Tief mal 1,4 sind 2240 $ ausbrechen könnte. Vermutlich geht es darüber hinaus. Möglicherweise sehen wir auch 2400, 2500, 2600 und Silber dann um die 50. Möglicherweise macht Silber dann auch ein neues Alltime-Hoch. Aber die Ähnlichkeiten haben wir. Wir haben sozusagen, könnte man sagen, wenn man den Chartisten hier nimmt, der hat ja gesagt, dass dieses September-Tief, das jetzt nochmal, sage ich mal, die schwierige Korrektur bei Goldaktien, die ja, sage ich quasi mit der Russland-Krise im Prinzip begonnen hat, war ja sowas Ähnliches wie ein zweites Corona-Tief, das wir ja hier im April 2020 erlebt haben. Daraus haben wir jetzt nun ganz ähnlich wie damals hier Corona herausgearbeitet. Sehen Sie das? Das ist quasi zurückgeschnappt. Und wir gehen jetzt in solche merkwürdige Seitwärtsphase, die auch damals ungefähr 2,5 Monate anhielt. Mit sowas Ähnlichem können wir jetzt hier auch rechnen, bevor dann die Box quasi ausgefüllt ist, wie damals eben auch, wo es eben damals hochgeschossen ist, das Gold. Und eine ähnliche Situation erwartet dieser Schattist auch und gut möglich, dass es passiert. Und dann ein neues Alltime-Hoch bei Gold sehen, das eben hier von dieser Rechnung hier bis 2300 gehen kann, aber vielleicht auch höher. Aber das sind natürlich äußerst lukrative Phasen eben für Goldaktien, wenn es dann so vertikal quasi hier senkrecht sozusagen hochgeht, was gleichzeitig im Grunde genommen dann das Aufstiegssignal ist. Also wir müssen, wenn das hier ausbricht, dann hier erstmal 2000, dann wird es klar, das geht dann nicht mehr unbedingt darunter unter 2000 wieder, 2100, 2200, 2300. Wir müssen ja einfach diese historischen Beispiele nehmen. Das ist dann quasi dann Ausstiegssignale, bis wir irgendwo eine Übertreibung erreichen können. Und dann sind wir komplett draußen mit Goldaktien, weil dann kommt vermutlich eine Korrektur, was auch immer. Möglicherweise kann man dennoch mal in Goldaktien einsteigen. Das wird man sehen. Ja, das sollte mindestens kommen. Vielleicht kommt auch viel mehr, das weiß kein Mensch. Aber wir gehen ja eigentlich erstmal davon aus, dass sich Gold über 2000 etabliert, etwas weiterläuft und allein das reicht eben für die Goldaktienrallye eben bei Penny Stocks, weil die eben so unterbewertet sind und dann mit einmal die Unterbewertung schlagartig endet und eben das endet deshalb, weil eben dann die Großinvestoren langfristig, wenn Gold 2000 spricht, auch 3000, 5000, 10.000 erwarten und das Preisen beginnen dann die Goldaktien in dieser Frühphase einzupreisen und übertreiben damit und werden damit teuer für uns das Verkaufssignal. Ja, angehender Goldproduzent Ontario. Das Projekt befindet sich 32 Kilometer nordöstlich der Stadt Timmins in Ontario. Das North Timmins Goldprojekt, 109 Quadratkilometer. Die haben 6,19 Gramm pro Tonne für die Measured and Indicated und auch für die Inferred Menge an Gestein, also hochgradiges Gold im 1A Jurisdiction, 1A Rechtsgebiet. Also insgesamt haben sie ungefähr, ich habe das hier im Potentialfaktor versucht zu brechen, 1,2 Millionen Unzen Hochgradgold. Sie visieren eine Produktion von ca. 50.000 Unzen pro Jahr an. Ja, kommt man auf den Potentialfaktor, also wenn ein Gold 2500 erreichen sollte, könnte diese Aktie theoretisch um das 50-fache steigen. Also einfach versucht zu berechnen, wohin kann eine wirkliche Mania, wenn wirklich alle Goldaktien jeden Preis haben wollen, um wie viel höher könnte die stehen. Das sind so Abschätzungen, die wir hier
in die Formel mit einfließen lassen. Ja, im Augenblick ziemlich stark unterbewertet. Ich denke, so ein Unternehmen ist dann, wenn Gold 2000 ist dann auch schnell äh, wieder in Richtung 1 und dann hoffentlich weit darüber hinaus. Also ich finde es sehr interessant, weil es eben auch ein Produzent ist. Sie haben Cashflow, möglicherweise Explorationspotenzial gibt es auch noch. Die haben auch noch weitere Gebiete, nicht so viel, aber denkbar ist natürlich, dass auch die Reserven in Zukauf von anderen Gebieten anlegen. Also das Gebiet ist halt auch unheimlich interessant. Hier Grenze Ontario, Quebec. Sicherlich ist es eine Aktie, die man sich auch mal angucken kann. Ja, mit dem Risiko ist kein sehr hohes Risiko. Das ist noch, das ist ein Fehler. Es ist irgendwo zwischen moderatem und hohem Risiko. Ja, Goldaktien, Bullmarkt der 1970er Jahre. Wir hoffen eben nicht auf diese ähnlichen Effekte, dass wir in eine Situation kommen wie diese Penny Gold Stock Aktien mit guten Ressourcen, guten Stories, wenn möglich Superlativen, hoffentlich auch in Ansätzen diese Bewertung annehmen. Wir haben sowas auch schon kürzlich gesehen. Also Great Resources stieg von 2016 von 5 Cent auf knapp 30, ist dann jetzt von Kinross übernommen worden. Sicherlich ist ein Sonderphänomen, aber wenn es zu einer richtigen Goldmania kommt und ein richtiges großes Kapital, also Flüsse von Geld da zusammen reingehen, passiert es möglicherweise auf breiter Basis. Und das macht uns euphorisch für diesen Markt. Wenn der hier in Fahrt kommt, könnte das absolut eine spektakuläre Story werden können. Und mit dem eben genauso spektakulären Chancen. Ja, also wir versuchen diese Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, den Potenzialfaktor zu berechnen, soweit das möglich ist. Haben auch eine Exit-Strategie zusammengestellt, was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist. Portfoliovorschlag, persönliche Beratung biete ich Ihnen auch gerne an. Ähm, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft ist einfach ein Unternehmen, das zu jeder Zeit sehr günstig an Gold und Silber kann. Eine Überweisung und schon ist es Zollfreilage in der Schweiz da. Also es hilft vor allen Dingen, wenn Sie vielleicht lange Schlangen an den anderen Edelmetallhändler haben oder hohe Aufschläge sind. Sie können sich das auch jederzeit ausliefern lassen. Also als Transaktionstool finde ich das unheimlich interessant und sollte man sich auch nochmal kurz ansehen, wenn man das noch nicht so weit kennt. Ja, Preisvergleich immer natürlich, bevor wir physisches Gold kaufen, macht keinen Sinn, überteuerte Ware zu kaufen. Nützliche Informationen, Kontakt, ja, hier nochmal ein paar Informationen. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz, Liechtenstein anlagern? Ja, mehr Informationen zu Goldaktien, Goldaktien, Goldindex, internationale Diskussionsportale hier wie COCA, ganz interessant, da werden in der englischsprachigen Welt die ganzen Aktien auch diskutiert, da kann man viel von mitnehmen. Ja, weitere Videos von Experten wie Uwe Bergold ist hier zu empfehlen, finden Sie auch verlinkt. Ansonsten, wenn Sie Zustellungsprobleme, Rückfragen, Anregungen haben, wie auch immer, kontaktieren Sie mich, schreiben Sie eine Mail oder rufen Sie mich an. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort informiert werden, wenn ein neues Video anläuft. Und vielleicht auch einen Like-Button machen, das hilft dem Algorithmus hoch. Das heißt, diese Video wird dann anderen Leuten vorgeschlagen, die sich für diese Thematik interessieren. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.